Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. In der letzten Folge haben wir dieses Gebäude komplett fertiggestellt. Der letzte Schritt war der Bunker und die Geheimgänge, aber die haben wir jetzt fertig. Das heißt, das Einzige, worum wir uns noch kümmern müssen, ist dieser Teil hier. Da haben wir schon, als wir den Garten gebaut haben, diese kleine Brücke rüber gebaut. Und da machen wir jetzt weiter. Das gibt natürlich einen schönen Kontrast. Ja, das gefällt mir. Keine Ahnung, ob das jetzt hier so viel Sinn macht, aber naja, ist okay. Okay, dann haben wir hier so einen kleinen Pavillon. Der braucht natürlich noch ein Dach. So, schade. Ich hätte gehofft, es wären die, aber sind die nicht, okay. Und vielleicht so. Was ist, wenn ich... Die Idee kam mir gerade. Ja, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, oder? Oh, warte mal. Was ist, wenn ich die blauen vielleicht nehme? Und die packe ich dann... hier so an die Ecken dran. Man sieht halt kaum was hier von dem Licht tatsächlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, was ist aber, wenn ich die vielleicht sogar noch einen tiefer hänge? Nee, das gefällt mir nicht. Okay, soweit so gut. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Hier will ich jetzt nämlich einen Tennisplatz hinmachen, weil irgendwie hat man das ja häufig bei so Villen oder so. Dafür benutzen wir das ist zu hell, oder? Ja, obwohl Granit wäre gar nicht so schlecht eigentlich, um die Asche von so einem Ascheplatz darzustellen, ne? Oder, was stimmt, der rote Sand, der ist natürlich eigentlich, ja, der ist perfekt. Der ist natürlich perfekt dafür. So, jetzt brauche ich mal die Maße von Tennisplatz. 10,97 Meter breit. Also 11. 1, 2, 3, 4, 23,77 Meter lang. So, das wäre die Größe. Das Ding ist da jetzt natürlich, man würde ja normalerweise da drumherum dann noch ein bisschen Platz haben, ne? Das ist jetzt hier halt nicht gegeben. So wirklich. Stimmt, so habe ich keine Mitte, ne? Ich muss es noch einen länger machen, damit ich eine Mitte habe. Weil das Problem ist, so wie es jetzt ist, funktioniert es nicht mit der Mitte. So, dann 6,40 Meter. Da. Ah, das kommt ja dann ungefähr hin mit dem Netz. Okay, dann wäre das im Prinzip 40. Ja, das passt eigentlich ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Kann man so machen. Was natürlich noch fehlt, sind die hier. Die Frage ist, ob das dann nicht... Das sieht halt nicht mehr richtig aus, ne? Ich glaube, ich muss die Linien hier an der Seite, die ja im Prinzip die Seitenbegrenzung beim Einzelspiel sind, ich glaube, die muss ich weglassen. Weil das Problem ist, die müssten dann eher hier so ungefähr sein. Aber mit den Blöcken, die natürlich immer 1 Meter breit sind, kann man das nicht wirklich darstellen. Weil so sieht das nicht gut aus, wenn ich das so mache. Nee, das ist okay so. So ist okay, würde ich sagen.
Jetzt sollte man noch einen Zaun außenrum machen. Das ist da eine ziemlich gute Möglichkeit eigentlich, oder? Es sieht halt nicht so hübsch aus, aber da muss halt eigentlich ein Zaun drum sein, ne? Um halt die Bälle aufzuhalten. Ich meine, gut, der König ist natürlich reich, der kann sich auch einfach leisten, wenn jeder dritte Ball da einfach irgendwie ins Meer fliegt. Nur, ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, das Ganze auch wieder mit Blättern zu machen. Macht halt eigentlich wenig Sinn, aber sieht ein bisschen hübscher aus. Dasselbe wäre bei Glas. Ne. Ja, es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Die Frage ist, mache ich das. Also ich sollte es, glaube ich, auf jeden Fall 2 hoch machen, oder? Ja, das finde ich eigentlich okay. Dann mache ich da einen Eingang. Und dann mache ich da auch noch einen Eingang. Obwohl der Eingang macht vielleicht da dann mehr Sinn. Erstens ist es symmetrisch und zweitens, weil die Bälle natürlich am meisten dann eher immer dahin fliegen, dass sie da zumindest ein bisschen aufgehalten werden. Okay. So. Das ist doch soweit eigentlich schon mal ganz gut. Dann haben wir hier einen Tennisplatz. Wir haben den Pavillon da drüben gebaut. Hier den Teil würde ich einfach so lassen. So ein bisschen Natur. Sieht doch eigentlich ganz nice aus. Was ich hierhin mache, weiß ich noch nicht so ganz. Ich glaube, der Berg hier, der passt da nicht wirklich hin. Ich glaube, den würde ich abtragen. Das hier, das ist auch ziemlich komisch. Dann würde ich das hier abtragen, dass man hier so eine kleine Bucht hat im Prinzip. Und ich glaube, hier wäre dann ein guter Ort eigentlich für so eine Yacht, die dann hier irgendwie zu so einem Anlegesteg oder so führt. Damit machen wir dann also nächstes Mal weiter. Also wenn ihr das sehen wollt, lasst ein Abo da. Bis dann.